auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Lassen Sie meine Tochter in Ruhe. Ich bitte Sie, da gibt es überhaupt nichts. Ich weiß, dass Sie meine Tochter manipulieren und sie dazu benutzen, Ihnen Informationen zu beschaffen. Du hast Hagen angeguckt wie immer. Ist es wirklich so offensichtlich? Seht ihr? Ich muss hier echt weg. Gib dir keine Mühe. Ich kann nicht bleiben. Ich habe Ewigkeiten mit mir gehadert. Versucht, meine Gefühle zu verleugnen. Ich bin ihnen aus dem Weg gegangen und habe mich selbst belogen. Weil ich dachte, dass es aussichtslos ist. Jetzt ist der Moment, alles auf eine Karte zu setzen. Komm schon. Du willst doch gar nicht weg. Denn wenn man endlich die erlösenden Worte hört, auf die man seit Ewigkeiten gewartet hat. Außerdem hätte das hier doch gar keinen Sinn ohne dich. Ich weiß, dass es nicht einfach wird. Ist da nicht der Augenblick gekommen, alle Bedenken über Bord zu werfen? Aber mein Plan steht. Wir werden das Derby gewinnen. Und mit dir und Theresa sind wir doch super aufgestellt. Ist das der einzige Grund, warum ich hier bleiben sollte? Es ist nicht leicht, so eine gute Trainerin zu finden. Vor allem eine, die mit einem neurotischen Pferd umgehen kann. Wahrscheinlich ist der Augenblick gekommen, die Konsequenzen zu ziehen. Natürlich findest du die. Frag Theresa, die stellt dir ein neues Team zusammen. Ich habe viel bessere Chancen in Brandenburg. Hier wird sich vermutlich nie irgendwas für mich ändern. Ich dachte, du bleibst. Aber wenn du das so siehst, ist es vielleicht besser, wenn du gehst. Man kann sich nicht ewig was vormachen. Und wir versuchen es erneut. Vor uns und unseren Gefühlen wegzulaufen. Wo ist denn Graf Lahnstein? Wenn es nicht wichtig wäre, würde ich nicht fragen. Hören Sie, ich bin nicht irgendjemand, sondern eine gute Freundin. Und es ist wirklich dringend. Im Schneiders? Ja, also geht doch. Kim, warte mal, wenn du jetzt Pause machst, ja, dann komme ich mit. Warum? Wieso? Wir haben doch gestern Abend ausgemacht, dass wir mal zusammen Mittag machen wollen. Kann das nicht wann anders sein? Och, komm schon. Gegenüber hat ein neuer Sushi-Laden aufgemacht. Den können wir doch mal zusammen ausprobieren. Nur wir zwei. Was wird das hier? Ein Beschäftigungsprogramm, damit ich nicht auf blöde Ideen komme? Zum Beispiel? Ja, du glaubst, dass ich mich mit Ansgar treffe. Und das willst du verhindern. Ich glaube höchstens, dass wir zu wenig Zeit miteinander verbringen. Oh, warte mal, ich gehe nur noch schnell ans Telefon, ja? Lahnstein Enterprises, Wolf? Ah ja, von Lahnstein. Ja, die Verträge für die Holzarbeiter sind fertig. Sie liegen mir bereits vor. Aha, mach ich. Wiederhören. Helena? Haben Sie zufällig meine Tochter gesehen? Eben im Aufzug. Sie meinte, sie muss das für Tanja besorgen. Kim soll zu mir kommen. Ich fürchte, die ist bereits zu Tisch. Ich habe wirklich gedacht, dass sie bleiben will. Dann dreht sie sich um und haut einfach ab. Das sieht Dana eigentlich gar nicht ähnlich. Ich glaube, sie hat einfach mit dem Ganzen hier abgeschlossen. Das heißt, du hast sie einfach gehen lassen? Reisende soll man nicht aufhalten. Das war alles, was er gesagt hat. Und dann hat er mich enttäuscht angesehen. So als ob ich ihn im Stich gelassen hätte. Naja, aus seiner Perspektive tust du das ja auch. Wie kann man nur so bescheuert sein? Ja, ihr hättet ihn mal sehen sollen. Hagen war total durch den Wind. Er hat dich überall gesucht. Er stand sogar bei Helena und mir auf der Matte und dachte, du wärst einfach so abgereist. Ja, aber nur weil sein Arbeitsplan ohne mich den Bach runtergeht. Und er nicht so schnell Ersatz für mich findet. Sie sogar das Derby auf Dionysos reiten lassen. Sie hat alle Chancen bekommen, die sie wollte. Vielleicht hat sie einfach Angst bekommen. Und vor den Chancen in Brandenburg hat sie keine Angst? Oder es ist Therese Erzberger. Selbst die war Danas Wunschkandidatin. Ich habe alles getan. Und sie geht einfach weg. Ich
kann mir doch nicht ständig einreden, dass alles in Ordnung ist. Eine Zeit lang ist es okay und dann ist da ein Blick, eine Berührung und alles geht wieder von vorne los. Ich weiß genau, was du meinst. Ja, aber du bist doch schon so lange in Hagen verknallt. Langsam müsstest du dich eigentlich daran gewöhnt haben. Wann geht denn eigentlich dein Zug? Ich muss in ein paar Minuten los. Es hat wohl keinen Sinn, dich zum Bleiben zu überreden. Ich glaube nicht, dass du sie umstimmen kannst. Dann will ich mich aber wenigstens von dir verabschieden. Dieses Lied. Hörst du das? Hey, das bin ich. Ich bin im Radio. Bringen Sie mir doch bitte die Karte, Flasche Wasser, Medium, nicht zu kalt, Zitrone extra. Sehr wohl. Erwarten Sie noch jemanden? Nein, ich speise allein. Thomas. Hey, Vicky! Das ist ja nicht eine Überraschung. Wie hast du mich denn gefunden? Deine Arbeiter haben mir den Weg gewiesen und ich habe mich am Sonnenstand orientiert. Du schlaue Frau. Komm mal her. Hi. Woher weißt du denn, dass ich hier bin? Wolltest du dich nicht eigentlich mit Kim getroffen haben? Die hat mich versetzt. Oh. Was kann es denn da Wichtigeres geben als ein mittagliches Treffen mit der Mama? Ich fürchte, das kann ich dir ganz genau sagen. Ein Glas Wasser für die Damen? Danke. Ich würde auch gerne einen Blick in die Karte werfen. Sehr wohl. Sie trifft sich also wieder heimlich mit diesem Ansgar? Was macht die da so sicher? Sie hat es mir fast auf den Kopf zugesagt. Und außerdem bin ich ja wohl nicht blöd. Aber Marlene hat uns doch versichert, dass da gar nichts läuft zwischen den beiden. Sie hintergeht bewusst ein Verbot von uns. Und das dürfen wir ihr nicht einfach durchgehen lassen. Ja, das war mal wieder ausgesprochen nett mit dir, wie immer. Auf Wiedersehen. Ich wollte eigentlich noch mit Ihnen reden. Ich will wissen, wie die Unterlagen waren. Haben Sie Ihnen was gebracht? Ja, danke. Sonst noch was? Ja, klar. Wie geht es denn jetzt weiter? Hm? Gar nicht, wie ich schon sagte. Ich dachte, wir wären ein Team. Wir hatten eine geschäftliche Vereinbarung. Und jetzt sind wir quitt. Soll ich mir diesen Ansgar noch mal vorknöpfen? Ich glaube nicht, dass das nötig ist. Warum nicht? Na, Kim könnte es rausbekommen und das würde unser Verhältnis zu ihr nur noch mehr belasten. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als die Sache weiter im Auge zu behalten. Das sehe ich auch so. Täusche ich mich oder hast du gerade die beste Laune, seit wir uns kennen? I Will Be There ist vorhin im Radio gelaufen. Hast du das mitgekriegt? Ist das nicht großartig? Noch vor ein paar Tagen erklärt mir dieser Songtexter, ich hätte nicht genügend Soul in der Stimme. Mit deinem Soul ist alles in bester Ordnung. Wie kommt der Sender überhaupt an das Demo? Ich hab's ihm zugeschickt. Einfach so? Aber der Song ist doch noch gar nicht veröffentlicht. Das heißt nicht, dass man ihn nicht spielen darf. Soll das heißen, das war eine Eintagsfliege? Wir laufen diese Woche jeweils morgens, nachmittags und abends. Wenn man dir so zuhört, könnte man direkt meinen, du hast die Sendezeit gebucht. Der Hörer bekommt die Möglichkeit, sich ohne die nervigen Empfehlungen von irgendwelchen Songwriter-Gurus selbst ein Urteil zu bilden. Das ist doch toll. Du hast dafür bezahlt? Komm schon, kein Grund, sich aufzuregen. Sag mal, geht's eigentlich noch? Wenn sich das in der Szene herumspricht, Marlene von Lahnstein muss sich ins Radio einkaufen, weil ihre Stimme nicht gut genug ist. Das wird niemand sagen. Der Song ist jetzt schon ein Hit. Ja, das würde ich an deiner Stelle auch sagen. Gib doch gleich zu, dass ich ein hoffnungsloser Fall bin. Marlene, das... Nicht jetzt. Ich muss zum Bahnhof, bevor Dana abfährt. That you can call him heartache. Yes, you can call him that. You can call him heartache. You'll never take it back.
once there was spring inside his eyes. Now there's only autumn winds and sad gray skies. I'm sad to fall, to think that Dana, warte! Hey, kommst du zum Winken? Ich kann einfach nicht glauben, dass du jetzt gleich nicht mehr hier bist. Hey, mein Song läuft im Radio. Wie cool ist das denn? Nein, Tristan hat die Sendezeit gekauft, weil mich sonst keiner spielen will. Ich meine, kannst du dir vorstellen, wie verzweifelt das wirkt? Dana, ich will nicht, dass du gehst. Was fehlt dir denn hier? Wieso willst du so urplötzlich auf diesem Gestüt in Brandenburg arbeiten? Weil das mein Weg ist. Du wirst Jockey werden, das kannst du doch hier auch. Und so gute Voraussetzungen wie bei den Landsteins hattest du noch nie. Ich meine, Dionysos frisst dir aus der Hand und Hagen sowieso. Der wird schon Ersatz für mich finden. Ihr habt so viel zusammen aufgebaut. Willst du das wirklich alles einfach wegwerfen? Überleg's dir noch mal, bitte. Ich meine, jetzt kannst du noch hier bleiben. Das muss ich wohl auch. Mein Zug ist gerade weggefahren. Wir haben ein Problem. Es geht um Dionysos. Was denn jetzt schon wieder mit ihm? Ja, keine Ahnung. Der kommt nicht aus seiner Box. Und da gibt es gar nichts, was Sie machen können. Doch. Aber ich würde diese Methoden nur sehr ungern anwenden. Warten Sie. Es steht ja in Danas schlauem Dionysos-Handbuch was drin. Ich habe noch nie ein Pferd gesehen, das so auf einen Menschen fixiert ist. Kim, was ist passiert? Nichts. Ich hatte eigentlich gedacht, wir reden heute Mittag noch mal miteinander. Aber dann hattest du dich plötzlich in Luft aufgelöst. Ja, ich war beschäftigt. Ich weiß. Und ich weiß auch, dass du für Tanja gar nichts zu erledigen hattest. Sag mal, lässt du mich beobachten? Nee, aber ich hatte dir doch klipp und klar gesagt, dass du dich in Zukunft von Ansgar von Landstein fernzuhalten hast. Dann warst du das also. Wie, was war ich? Du musst dich schon etwas genauer ausdrücken. Ja, klar. Erst nimmt sich ihm Papa zur Brust und dann machst du immer noch die Hölle heiß. Kim, vielleicht ist es besser, wenn Was? Dass ich mich wie eine Idiotin fühle? Ihr habt doch nur Angst, dass alle mit mir ins Bett wollen. Ja, natürlich fragen wir uns, was so ein reifer Mann von so einem jungen Mädchen wie dir möchte. Weil es ja auch so unerklärlich ist, dass jemand mich vielleicht einfach nur mag und hören will, was ich zu sagen habe. Aber mir gefällt nicht, dass er versucht, dich mit seiner Glitzerwelt zu beeindrucken. Er denkt doch, dass er mit seinem Geld alles kaufen kann. Das ist voller Quatsch. Du kennst Ansgar doch gar nicht. Oh, ein entschlossener Neuanfang sieht anders aus. Ich kann nichts dafür. Marlene hat mich aufgehalten. Mein nächster Zug kommt erst in 2 Stunden. Ich wollte nicht die ganze Zeit am Bahnhof warten. Mhm. Schon klar. Dana. Darf ich dir mal ganz ehrlich was sagen? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hören will. Wenn du hättest fahren wollen, dann wärst du ja schon lange weg. Und das weißt du auch. Warum sagst du es mir dann? Weil ich glaube, dass du gerade dabei bist, dir eine ganz andere Geschichte einzureden. Nur weil ich diesen Zug nicht genommen habe, heißt das nicht, dass ich den nächsten nicht nehme. Selbst wenn. Dana, du könntest mit dem Zug bis zum Mond fahren und es würde sich nichts ändern. Und das weißt du auch. Und wie läuft's sonst so? Naja, nicht so gut. Dionysos frisst nicht mehr und er kommt nicht mehr aus seiner Box. Was? Mhm. Vielleicht solltest du mal zu ihm hingehen und mit ihm reden. Du hast ja noch ein paar Stunden. Vor ein paar Stunden hat Dana noch auf dem Platz gesessen. Tja, und jetzt ist sie leider weg. Ich habe die Faxen langsam wirklich dicke, Freundchen. Komm jetzt endlich da raus. Ich habe einen Plan B, der dir bestimmt nicht zusagt. Was ist denn Plan B? Die Peitsche. Ach nee, doch noch hier? Anscheinend werde ich ja gebraucht. Ja, dann versuch mal dein Glück. Hey, mein Hübscher. Hast du heute keine Lust, aus deiner Box rauszukommen? Hm? Dann bleib doch einfach drin.
Ihr seid ja ein super Team. Unentschieden und antriebslos. Das passt doch. Was soll das denn heißen? Dass Brandenburg in der anderen Richtung liegt. Aber ich wusste gleich, dass du es nicht packst. Ach ja? Und wahrscheinlich redest du dir jetzt auch noch ein, dass es am Pferd liegt. Du kleine Diva. Hier trinkst du also Champagner und meinen lässt du einfach stehen. Naja, Frau Schneider hat sie mir quasi aufgedrängt. Der Manager, herzlichen Glückwunsch. Bei uns ist der Song schon ein Hit. Nicht nur bei euch. Im Sender laufen die Telefone heiß. Sobald der Song läuft, will jeder wissen, wie das Album heißt und warum er den Clip nicht im Internet findet. Fragen Sie auch, wer dafür bezahlt hat, dass der Song überhaupt läuft? Wenn das nicht der Beginn einer steilen Karriere ist, stoßen Sie mit uns an. Lassen Sie die Flasche gleich hier. Also. Cheers. Willkommen in Brandenburg, Dana. Und ich Trottel hab's nicht mal geschafft, sie aufzuhalten. Aber du hast dir viel Glück mit auf den Weg gewünscht. Das war doch ein netter Zug von dir. Was hätte ich denn sagen sollen? Die meint, dass ihre Chancen dort besser sind. Das meinst du jetzt nicht im Ernst, oder? Mann, Hagen, du Blindschleiche. Hätte sie denn hier ewig in der zweiten Reihe versauern sollen? Was hatte sie denn für eine Wahl? Aber das mit Theresa, das war doch ihre Idee. Es geht doch nicht um Theresa. Es geht um Dana. Sie ist verknallt in dich. Und das schon seit Ewigkeiten. Das sieht dir ähnlich, einen auf Drama Queen zu machen. Warum sagst du ihm nicht einfach, dass du auf ihn stehst? Seit wann quatschen wir über Persönliches oder Probleme? Seitdem mal jemand die Wahrheit sagen muss. Ist ja echt kaum auszuhalten, wie du dem Landstein ständig mit deinen Kuhaugen hinterherklotzt. Das ist doch totaler Quatsch. Ich sag dir jetzt mal was. Du hast keinen Biss. Und wenn du schon auf der persönlichen Ebene scheiterst, wie willst du denn dann dein Pferd dazu kriegen, als erstes durchs Ziel zu kommen? Man kriegt im Leben eben nicht immer das, was man will. Da muss man eben seine Bedürfnisse zurückschrauben. Nur Verlierer laufen ewig mit dem Gefühl rum, sie hätten das Beste verpasst. Entweder du nimmst erstmal, was du kriegen kannst, oder du wartest ewig. Und das mit den heiß gelaufenen Telefonen, das ist nicht übertrieben? Du hast Talent. Aber das alleine reicht nicht immer. Aber es gibt doch genügend Beispiele für Künstler, die über Nacht berühmt geworden sind. Nachdem sie jahrelang auf diese Nacht hingearbeitet haben. Wie lange bist du noch mal im Geschäft? Was machen Plattenfirmen, wenn sie einen neuen Künstler featuren? Sie kaufen Tausende von Platten selbst, bis sie Nummer in den Charts ist. Ach, ich habe mir das einfach alles anders vorgestellt. Entscheide dich. Wenn du Erfolg willst, bist du bei mir richtig. Aber wir machen es auf meine Art. Also ich verstehe echt nicht, wie man so auf dem Schlauch stehen kann. Vielleicht wollte ich es einfach nicht wahrhaben. Dann hast du es also doch gemerkt. Und wenn schon. Ich bin mit ihrer Schwester verheiratet, damit ist die Sache ja wohl erledigt. Ja, was ist, wenn nicht? Wenn du Dana zuerst getroffen hättest? Ist doch egal. Sie ist weg und das ist wahrscheinlich auch das Beste. Kim! Hier bist du. Man kann ja vieles verdrängen. Aber nicht den Kummer, den wir tief in uns tragen. Wir haben dich überall gesucht. Da hilft nur Trost. Und die Hoffnung darauf, dass einige Dinge niemals ans Licht kommen. Jeder Mensch hat seine Geheimnisse. Du kennst Ansgar doch gar nicht. Ich glaube nicht, dass wir das tun sollten. Und da wir wissen, dass sie uns das Leben nur unnötig schwer machen, lassen wir sie am besten da, wo sie sind. Denn im Hier und Jetzt gibt es schon genug Unwegsamkeiten, die auf uns lauern.
Wäre es da nicht tröstlich zu wissen, dass man mit einigen Dingen für immer abschließen kann? Ah, Ludwig. Emsig wie eine Waldameise. Na, hast du ein paar Umweltschützer von den Bäumen geschüttelt? Und du? Genießt den nächtlichen Sternenhimmel. Tja, ich kann eben nicht aus meiner Haut. Außerdem wollte ich meine Anerkennung ausdrücken. Das ist ja ganz was Neues. Wofür, wenn ich fragen darf? Dafür, dass du dich nicht scheust, das Erbe unserer lieben Ahnen zu opfern, allein um dem dynastischen Gedanken der Lahnsteins Rechnung zu tragen. Klingt auf jeden Fall wesentlich netter, als zu sagen, dass du mit dem Rücken zur Wand stehst und dringend Geld brauchst, egal woher es kommt. Mit diesem Wald fällt auch die Geschichte deiner Familie, Ansgar. Ich glaube nicht, dass sich das völlig kalt lässt. Ich werde noch mal hingehen und die Bäume gießen und mich in aller Ruhe davon verabschieden. Wir hoffen, dass wir vergessen können oder verdrängen. Und für viele von uns ist beides das Gleiche. Solange nur nichts von der alten Wahrheit an die Oberfläche kommt. Wir bemühen uns, so zu tun, als ob nichts wäre. Kim, ist alles wieder in Ordnung? Weil wir uns fürchten, welche Konsequenzen unsere Geheimnisse in der Gegenwart haben würden. Ich habe sie zufällig getroffen. Ja, und was hat sie gesagt? Nichts. Sie ist traurig und unglaublich einsam. Wir müssen uns einfach mehr um sie kümmern. Ja, aber das will ich doch. Sie lässt mich einfach nicht an sich ran. Gib ihr einfach ein bisschen mehr Zeit. Einige von uns leiden darunter, dass sie nicht immer ehrlich sein können. Vor allem nicht zu den Menschen, die sie lieben. Für andere hat Ehrlichkeit noch nie eine Rolle gespielt, weil sie nur den eigenen Vorteil im Sinn haben. Ja, natürlich. Der Deal steht. Sie bekommen ihr Geld. Ich muss mich nur auf sie verlassen können. Ja. 25 jetzt, 25, wenn alles gelaufen ist. Schön. Halten Sie sich bereit? Aber so hart man noch kämpft, so weit man noch flieht, wir können nicht immer verdrängen oder weglaufen. Am wenigsten vor uns selbst. Und immer dann, wenn wir denken, dass wir es doch geschafft haben, dass es uns gelungen ist, dem Schicksal ein Schnippchen zu schlagen, werden wir eines Besseren belehrt. Denn vor einigen Dingen kann man nicht fliehen. Am wenigsten vor sich selbst.